Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt mit einem neuen Food Diary. Und zwar ist das mein zweites Food Diary überhaupt und ich bin total gespannt, ob es euch gut gefällt. Ihr findet jetzt in meinem Food Diary meine Ernährung von 5 Tagen, und zwar Früh, Mittag und Abend, und die Snacks habe ich auch aufgenommen und zeige euch, was ich so snacke. Ja, es ist von mega gesund, diätmäßig bis Fastfood alles dabei. Manchmal vegan, manchmal vegetarisch, manchmal einfach auch Fleisch. Ich muss dazu sagen, ich bin beim Essen, was Essen angeht, schon immer sehr kreativ, zumindest beim Abendessen. Morgens hört die Kreativität auf, weil ich dann meistens muss es einfach schnell gehen und ich will nicht, habe keine Zeit, mir über Abwechslung Gedanken zu machen. Also, ich hoffe, ihr findet meine Frühstücks nicht langweilig. Jetzt geht's los. Frühstück, guten Morgen. Bei mir gibt es ein Roggenvollkornbrot, belegt mit Wacholderschinken. Der ist so lecker. Dazu eine große Tasse Nespresso-Kaffee, und zwar der Linizio Lungo mit einem Schuss Milch. Und das Ganze am Arbeitsplatz, weil ich gerade dabei bin, für euch ein paar Videos zu schneiden. Abendessenszeit. Bei mir gibt es einen gemischten Salat aus Rapunzel, Romana-Salat, Mozzarella, Cherry-Tomaten. Das Ganze habe ich gewürzt mit Salz, Pfeffer und mit Himbeer-Balsamico und Olivenöl. Dazu gibt es ein ganz normales Glas Wasser. Ich nehme am liebsten Himbeer-Balsamico, weil der richtig lecker schmeckt. Also nicht so sauer wie normaler Balsamico, den man im Supermarkt kaufen kann, sondern der Himbeer-Balsamico ist wirklich sehr süß, süßlich, und bisschen Säure ist natürlich auch dabei, aber ich finde den richtig lecker. Genauso geil ist übrigens der Orangen- oder Blutorangen Balsamico. Das müsst ihr mal ausprobieren. Das gibt es meistens, wenn ihr eine habt in der Destillerie bei euch in der Nähe oder im Feinkostladen. Dann verkaufen die öfters auch so Balsamicos. Wie sagt man denn? Balsamicos und Olivenöle. Tag 2 von meinem Food Diary Nummer 2. Es gibt gerade Frühstück und ich habe mir ein Käsebrot gemacht. Das ist ein Vollkornbrot mit Schwarzbrot, glaube ich, oder so. Es ist sehr dunkel und sehr fest. Dazu gibt es ein gekochtes Ei. Ach so, ja klar, ich habe mir ein Schwarzbrot gemacht mit Käse. Das habe ich jetzt irgendwie nicht erwähnt. Diesmal gibt es Leerdammer Originalkäse drauf, eine Scheibe. Den liebe ich total. Das ist der beste Käse. Nein, ist nicht der beste Käse, aber der beste Scheibenkäse für meinen Geschmack. Dazu einen Kaffee mit einem kleinen Schuss Milch und eine Brausetablette Magnesium. Sowas trinke ich auch mal gerne zwischendurch. Schön sprudelig und erfrischend. Und wenn ich keine Lust habe, mir irgendwas frisch auszupressen oder so, dann gibt es solche Brausetabletten. Mittagessen bei mir, und das ist ein Kartoffelsalat. Das ist auch eine super schnelle Mittagsvariante, weil du musst einfach nur die Kartoffeln in der Mikrowelle kochen. Und du siehst es hier, ich mache das auch mit Schale. Ich habe da kein Problem mit der Schale. Geht halt schnell. Und dann einfach mit ein bisschen Gemüse. Ich habe hier Paprika, Frühlingszwiebeln, geraspelte Gurke und ja, Tomaten habe ich noch ein bisschen drin, und das Ganze mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Olivenöl gewürzt. Und das ist richtig lecker und macht ordentlich satt und ist auch ein tolles Frühlings- oder Sommergericht. Abendessenstime, und bei mir gibt es heute etwas sehr Figurbewusstes. Es kommt selten vor, dass ich abends ohne Kohlenhydrate esse, aber manchmal muss es einfach sein. Und da gibt es jetzt einen leckeren Tomimozi-Salat mit ein bisschen Salat von Salatherzen. Ja, mehr ist da eigentlich auch schon gar nicht mehr drin. Gewürzt mit Olivenöl und Himbeerbalsamico.
Und dazu Basilikum, der ist jetzt hier auch noch ein bisschen gefroren, das verteilt sich aber ganz gut. Und ich habe hier den Kugelmozzarella gekauft, den ich so richtig cool finde, weil da muss man nicht ewig rumschnippeln. Das finde ich sehr angenehm. Ja, und manchmal braucht man einfach solche Figurtage in der Woche, wenn man sich an anderen Tagen so gut gehen lassen möchte. Morgen, bei mir gibt es heute Müsli mit warmer Milch. Das habe ich gerade in der Mikrowelle erwärmt, damit das Müsli sich auch schön vollsaugt, und das Ganze mit ein paar Blaubeeren. Lecker, lecker. Und Blaubeeren sind so gesund. Die sollen gegen Erkältung vorbeugen. Die sollen einfach das Immunsystem stärken. Deswegen ist es immer gut, wenn man viele davon isst. Dazu einen Espresso-Kaffee und ein Glas Wasser. Und jetzt werde ich mir zur Unterhaltung ein paar YouTube-Videos reinziehen. Snack am Vormittag, weil ich es einfach jetzt nicht mehr aushalten kann. Gefrühstückt habe ich um circa 6:30. Jetzt ist es 11 Uhr. Und ich kann es einfach nicht bis um 1 aushalten, bis es Mittag gibt. Und deswegen gibt es jetzt ein Knacker mit Leerdänemark-Käse, dazu eine frische Tomate, das ganze gewürzt mit Salz und Pfeffer und Schnittlauch. Und dazu einen leckeren Tee. Heute Mittag gibt es bei mir einen halbwarmen Salat. Das ist ein sehr, sehr improvisiertes Essen, weil ich nicht mehr so viel daheim hatte und wir heute erst einkaufen gehen, heute Abend. Ich hatte aber noch gefrorene Erbsen. Das ist hier Dinkel wie Reis. Das habe ich zusammen mit den Erbsen gekocht. Und dann hatte ich noch ein bisschen Salat. Das sind so hier so Salatherzen, hier kannst du es sehen. Dann habe ich noch ein paar Tomaten reingeschnitten, Frühlingszwiebeln. Ich lasse mich kurz überlegen, das war alles, ja. Den Salat habe ich hier unten drunter erstmal mit Balsamico-Essig gewürzt, Salz und Pfeffer. Dann habe ich den Dinkel und die Erbsen warm gleich drauf gegeben. Die hatte ich übrigens im Kochwasser mit Gemüsebrühe gewürzt. Und dann habe ich noch einen Klecks Naturjoghurt oben drauf gemacht. Und das ist jetzt ein richtig richtig leckerer, halbwarmer Salat aus ganz improvisierten Zutaten. Zum Abendessen gibt es heute was richtig Feines. Und Low Carb ist es noch dazu. Also wir haben keine Kohlenhydrate dazu gekocht. Es gibt einfach nur ein Hähnchenschenkel mit Blaukraut. Und den Hähnchenschenkel habe ich mariniert vorher. Den habe ich eingestrichen mit einer Paste aus Paprikapulver, Cayennepfeffer, Salz und Wasser. Manche Leute machen ja dann, wenn sie so eine Marinade machen, auch Öl rein. Aber diese Hähnchenschenkel, die haben schon selber so viel Fett an sich, dass ich finde, diese Marinade braucht kein Öl und das schmeckt wunderbar lecker. Das mache ich immer so. Das Blaukraut habe ich gekocht mit Zwiebeln und Äpfeln. Gewürzt habe ich das mit Salz und Zimt. Und das riecht so schön weihnachtlich und man meint irgendwie, man hat jetzt einen richtigen geilen Braten vor sich, obwohl es eigentlich ein richtiges Diätessen ist. Also, das macht auf jeden Fall Spaß. Yum, yum. Guten Morgen, Tag 4 an meinem Food Diary. Und es gibt ein lecker Müsli, das habt ihr schon in meinem ersten Food Diary gesehen. Das ist hier dieses Knuspermüsli vom Aldi. Warte, ich zeig dir mal. Das sieht so aus. Knuspermüsli mit Erdbeeren und Brombeeren. Und es schmeckt so mega lecker. Also ich habe es auch nicht gekauft, weil es Bio ist, sondern einfach nur, weil es mega lecker ist. Und weil man wirklich riesige Himbeeren und Erdbeeren drin hat. Siehst du das hier? Das ist so lecker. Dazu gibt es diesen griechischen Joghurt, auch vom Aldi, und Blaubeeren dazu, frische Blaubeeren. Ja, ich esse es halt gerne mit Joghurt, aber mit Milch ist es genauso lecker. Aber in letzter Zeit stehe ich total auf diese Kombi mit dem Joghurt, Blaubeeren und diesen Müsli. Dazu gibt es wie immer, wahrscheinlich langweile ich euch schon, gibt es einen Espresso-Kaffee aus meiner allerliebsten Spotzeltasse.
Also Kaffee brauche ich wirklich immer in der Früh. Und heute lese ich dazu den InStyle. Da sind ein paar Berichte über Blogger drin, was mich total interessiert. Und InStyle ist sowieso recht cool. Ja, und so beginnt dann ein Morgen bei mir. Ich habe auch gleich wieder was fürs Mittagessen mitgekocht für den 4. Tag. Da habe ich einfach ein bisschen mehr Blaukraut gemacht. Also für 2 Personen habe ich 2 Gläser Blaukraut gemacht mit einem Apfel und einer Zwiebel. Und nachdem ja die Hähnchenschenkel sowieso im Ofen gebraten haben, also ich habe das auf einem Backpapier gemacht, habe ich einfach so ein paar halbierte Kartoffeln dazu gelegt. Die habe ich mit Salz und Thymian gewürzt, so dass wir morgen Abend, also morgen Mittag, ein leckeres Essen uns mitnehmen können. Und da gibt es dann natürlich auch wieder Kohlenhydrate. Heute Abend gibt es was sehr, sehr Leckeres. Und zwar ist es die thailändische Nudelsuppe. Und da habe ich jetzt schon Reisnudeln gekocht. Und jetzt kommt die Suppe drauf. Ja, habe ich auch schon mal ein Rezeptvideo dazu gemacht. Und jetzt habe ich es hier in so ein bisschen abgewandelter Form gekocht. Und zwar habe ich keine Zuckerschoten gehabt, stattdessen habe ich Erbsen genommen. Und ich habe es diesmal auch vegetarisch gemacht, also ohne Hühnchenfleisch. Ups, das beschlägt alles. Aber das ist genauso lecker. Also das kannst du mal ausprobieren. Als Nachtisch gibt es jetzt ein Grießdessert mit roter Grütze. Das ist vom Aldi. Und das ist hier, das hat hier so 2 Kammern. Eins mit Grieß und eins mit roter Grütze. Weil ich jetzt einfach so Lust auf was Süßes habe. Und der hier, der ist mega lecker. Falls du den noch nicht kennst, musst du es mal ausprobieren. Tag 5 von meinem Food Diary. Und es gibt heute Brot. Das ist so ein... Warte, ich zeig dir das mal. So ein Brot ist das hier. Ein ganz normales. Und weil das immer so lapprig ist, habe ich das jetzt getoastet. Deswegen musste ich es halbieren vorher, damit das in den Toaster gut reinpasst. Jetzt ist das, ups, so, schau, so richtig schön kross. Das ist echt geil. Dazu natürlich einen Kaffee, wie ihr mich schon kennt. Genau, was habe ich auf dem Brot drauf? Hier habe ich einmal Käse. Und das sind diese zarten Scheiben hier vom Aldi. In der Geschmacksrichtung würzig. Und die sind so lecker. Also die zergehen so richtig auf der Zunge. Das ist, es ist eigentlich so eine Art Scheibenkäse. Aber ganz dünn und ganz weich. Und eigentlich im Mund ist es dann wie Streichkäse. Ganz verrückt. Und hier habe ich wieder ein Honigbrot und diesmal mit dem Honig vom Aldi. Yummy Mittagessen, noch von gestern die Suppe. Und ich habe so einen Kohldampf, aber ich zeige es euch trotzdem schnell. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, ja, das war doch gestern eine Nudelsuppe und es ist nicht eklig, sind die Nudeln nicht irgendwie matschig, wenn die über die ganze Nacht hier drin liegen. Aber nein, das ist nicht so und das sieht man auch, glaube ich. Das sind nämlich Reisnudeln, also keine Glasnudeln, sondern Reisnudeln. Und die kannst du wirklich einfach schon die ganze Nacht da in dieser Tupperdose liegen lassen. Und die werden überhaupt gar nicht matschig und schmecken am nächsten Tag immer noch genauso lecker. Und deswegen ist die Suppe auch einfach zum Vorbereiten der absolute Knaller. Und du siehst jetzt, ich habe das hier in meiner Tupperdose. Und die ist total cool, gerade auch für Suppen, aber auch für alle Gerichte, weil die hat hier so ein, die verschließt sie mit Gummi und ist richtig dicht. Also da braucht man keine Angst haben, dass irgendwas ausläuft oder so. Ich habe die bei Amazon gekauft. Ich verlinke dir das unten in der Infobox nochmal, wie die heißt, weil ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall nehme ich nur noch diese Dose, wenn ich mir was zum Essen mitnehme. Außer es ist ein bisschen mehr und passt da nicht rein. Aber in der Regel passt hier wirklich immer mein ganzes Gericht rein, sodass ich auch satt werde davon. Und jetzt genieße ich es einfach mal. Yummy Nachmittagssnack bei mir. Und das ist ein Milchreis vom Aldi, den ich absolut liebe, mit Zimtgeschmack. Und es geht nicht, also für mich, über Grießbrei oder Milchreis. Das
Das hast du ja gestern auch schon gesehen, da habe ich auch schon den den Grießbrei gegessen. Und ich liebe dieses Zeug einfach, auch wenn es total ungesund ist, das weiß ich schon. Aber egal, manchmal braucht man sowas. Und wenn man Lust auf was Süßes hat, dann ist auf jeden Fall so ein Joghurt schon eine bessere Alternative als ein Schokoriegel, glaube ich zumindest. Zumindest hat man das Gefühl, man hat mehr gegessen als bei einem Schokoriegel. Und da habe ich auf jeden Fall jetzt richtig Bock drauf. Yum, 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 yum. Zum Abendessen gibt es heute High Carb Kartoffeln mit Bohnen und Zwiebeln, also so Bratkartoffeln einfach nur. Das habe ich gebraten mit Rosmarin, weil es dann so ein richtig leckerer mediterraner Geschmack wird. Und das darf ich heute, weil ich auch mega viel Sport gemacht habe. Und dazu gibt es ein gekochtes Ei. Komm, lass uns mal. Ich gewinne. Ah. 1, 2, 3. Nein. Ich bin kaputt. Okay, guten Appetit. Siegerei. Lecker, lecker. Zum Nachtisch hat mir mein Freund jetzt gerade einen Erdbeersmoothie gemacht aus Buttermilch. Der sieht zwar nicht so rot aus, aber der schmeckt mega lecker nach Erdbeeren. Vielleicht sieht man das auf der Kamera jetzt auch ein bisschen schlecht. Ist ja auch schon spät und das Licht ist ein bisschen schlecht. Aber auf jeden Fall, das ist ein Smoothie aus Erdbeeren und Buttermilch, ohne Zucker, ohne sonstiges. Und das ist richtig ein leckerer Nachtisch. Das war's schon mit meinem Food Diary, mit meinem zweiten. Habt ihr Bock auf ein drittes? Dann lasst mir einen Daumen nach oben da und auch über nette Kommentare freue ich mich immer. Ihr könnt mich jetzt hier unten direkt abonnieren. Klick einfach in das Bild rein auf den Abo-Button und da kannst du mich direkt abonnieren und verpasst kein Video mehr von mir. Das würde mich auch riesig freuen. Ich freue mich über jedes einzelne Abo. Und du findest mich übrigens auch auf Twitter, wo ich dich so ein bisschen über mein Leben auf dem Laufenden halte. Auf Instagram poste ich ganz viele Fotos aus meinem Leben und auf meiner Facebook-Seite halte ich dich auch über mich auf dem Laufenden. Also folge mir doch auch dort. Also auf Facebook, Twitter und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.